Yeah, Justin. Season is ready to start. How excited are you? Yeah, I'm thrilled. I get to start at home. It'll be, rocking building, I've heard, so I'm excited to see all the fans here for tomorrow's game and finally get things underway. How satisfied are you with the process the team made in the preseason? Yeah, it's been good. There's a lot of new guys trying to learn the system and come together. We're still work in progress, but I think we've come a long way since our first preseason game. I think guys have enjoyed each other. We've got a couple road trips, got to spend time together, get to learn each other. So it's been a good start to the year. You as a D-man, what can you tell us about the other D-mans? You get to know each other now for a few weeks. Yeah, it's they all got their things they're good at. Brady, good skater, shoots the puck. Sammy, Matt's a good pair together. All those guys move the puck well, and I think that's the most important in this league is you get the puck up ice and the forwards and try and tilt the ice. What were the difficulties for you on the ice in your first games here in Europe in the preseason? I think just getting used to the big ice again. It's been a while since I played on it, so finally feeling good on it. You get a little more time in some places. Everything between the dots is pretty much the same, so just trying to figure that out outside the dot stuff, when you can go, not to get stuck out there. Were there some other things that surprised you on the game or on the first few preseason games? I think just the overall speed of the game. It's still a fast game. Guys are snapping the puck around good. We played a couple places that the ice wasn't very good, so it slowed us down a bit. But I think we get back to Germany, it cools down a bit. I think it's going to be fast, hard games. You're in a few weeks here. How have you settled in here in Straubing? I've loved it. It's been great. It's an easy city to get around. Pretty simple, just to bike around and figure out where everything is. And everyone in town's been great. What were your highlights of the preseason? Probably going to Austria. Just beautiful country. Get to see the mountains, some lakes. I've really enjoyed a couple of the places we've stayed. Just absolutely gorgeous. Ja, Mike, wie zufrieden warst denn du mit eurer Vorbereitung auf die Saison bisher? Yeah, it was a interesting preseason. So many new faces, lots of games on the road. So obviously lots of time together for the guys to get to know the new group of guys. And preseason isn't necessarily wins and losses. It's about getting better every game, getting better as a group, getting stronger as a group, figuring out the system as a group, which I think we did. We accomplished that, and I think we're ready for the preseason, to be over, which it is, and we're ready for the season to start, and start building our identity. It's a different game when the stadium's sold out, and we're excited to get going. Ich habe letzte Woche mit Sandro gesprochen, der meinte, 2 Baustellen waren noch die Chancenverwertung und das Powerplay. Siehst du das ähnlich und was gibt es da noch zu tun? Yeah, special teams I think it's the biggest facet of the game right now. And preseason it wasn't good enough for us. I think you can attribute a bunch of those close losses to special teams. Whether we lost it on the penalty kill or we didn't score on the power play. And that's going to need to be better. We're going to be a great defensive team this year. 5-on-5, our goaltending is phenomenal. Our back end is big, strong. So special teams is going to need to win games for us to be successful. Gerade auch im Sturm sind sehr viele neue Spieler in der Mannschaft. Ist da einfach auch wichtig in der Vorbereitung, dass man mit jedem mal irgendwie so zusammenspielt, um so ein bisschen Chemie aufzubauen? Yeah, I think so, for sure. Getting to know players' tendencies, obviously you have a line, but lines get mixed up during the game, and it's good to know guys' tendencies, to know their strengths, and the way they like to conduct themselves on the ice, because you're trying to get the best out of yourself, but you're also trying to get the best out of the guys you're on the ice with. And to do that, you need to know the guys on and off the ice, and yeah, we've definitely accomplished that. It's like you said, we have a lot of new players, so that's a lot of new guys to take reps with, but it's been fun getting to know these guys. And now it's time to get down to business and start playing some games for real, and then we'll see where we're at after the first weekend.
Du, genauso wie Sandro, seid natürlich auch dafür verantwortlich, dass die Spieler schnell integriert werden ins Team, auch off the ice, wie du es schon gesagt hast. Wie gut hat das funktioniert in den letzten Wochen? Super. Yeah, obviously in Straubing, Volksfest is a big part of off the ice integration into the city and with the team. Great group of guys. I mean, that's never been an issue here in Straubing. The management, the coaching staff, they always seem to find good people to bring into the team, and you know that's part of it. Being in a small town, everyone's gonna get to know everyone. Everyone's gonna know these guys around town, and to bring in good people, that's a great way to form a good team. Is fill it with good people, and I think that's what this organization has been built on, and what it's built into is just an organization full of good people, from the people in the office to the players to the coaching staff. You know, you surround good people with similar quality people, and you're gonna have success. Dann lass uns jetzt nach vorne schauen auf den Saisonstart morgen. Bin mir sicher, du freust dich auch sehr darauf, dass es endlich ernst wird. Was erwartest du von dem Spiel gegen Bremerhaven morgen? Yeah, I don't think they have as many new players as we do. So we're quite familiar with the way they play. They play hard, and their special teams are very good special teams. So we took far too many penalties in the preseason, which puts a lot of stress on a penalty kill who's integrating new players. So I think if we can sail the box, and yeah, power play, maybe it's a work in progress, but you know what, all it takes is one goal, one shot, one deflection, one shot off a guy's backside to go in the net to get a good feeling. So, you know, I think for us it's going to be staying out of the box. Obviously, keep their big Slovenian line off of the power play because they're so good at it. They've been playing together for a long time. They know each other's strengths, and special teams is gonna win games for us early in the season. Du hast die Disziplin schon angesprochen. In der Vorbereitung hat man mitunter zu viele Strafen kassiert, zu viele kleine Strafen kassiert. Was waren so die Gründe dafür in deinen Augen? You know, it's preseason. We got to learn from it. We got to get better. We got to get more disciplined, and that's going to come. You know, sometimes your legs are a little tired. Well, when there's 5,000 fans screaming in here, you're going to have that energy to take the extra stride. You're gonna have that energy to finish a check instead of letting them skate by you, and then you got to catch them on the back check. That sort of things. You know, that's just preseason habits. It's there. But I think come the regular season, come Friday against Bremerhaven, you know that energy is going to be in the Pulverton here. It's going to be lots of fun, and trust me, guys will be skating, and we'll be forechecking, and you know hopefully we can play in their end. Lot less penalties in the offensive zone than in the D zone. So if we can play with the puck in their end, put the pressure on them, you know that takes the pressure off us playing defensively. You know, possibly finding ourselves in situations where you got to use your stick because you get beat, that sort of thing. So. Yeah, it's a feeling out process. A lot of new guys feeling out the refs, and you know we just gotta skate. I think that's gonna be our strength this year, is skating. Du hast gerade schon angesprochen, der Fokus und die Intensität, die natürlich mit Saisonstart von alleine kommen. Hast du die jetzt auch im Training schon gespürt diese Woche, dass das einfach nochmal, man weiß, jetzt steht der Saisonstart davor? Yeah, the season started on Tuesday for us. You know, we had an extra long weekend. We played that one game last weekend in Linz, and I think everyone had a nice 2-day break, and then we started on Tuesday with a normal week, and yeah, the intensity, it was another level. You know, whether you admit it or not, there's that mental, this is preseason sort of stuff, and yeah, it's bad habits, but you know, we've been building, and we're ready, and we're excited, and we're going to have some fun. Let's have fun. Yeah, I agree. I hope we all have fun. Mike, nur ganz kurz, du hast es ja auch schon angesprochen, die Fans im Stadion spielen eine wesentliche Rolle. Du bist lange in Straubing bisher. Spürt man das jetzt auch in Straubing schon in der Stadt, du bist unterwegs, diese Euphorie? Yeah, well, this year in the stadium, to comment, we have full capacity, which is awesome. I mean, last year we were missing, I think, almost 1,000 fans with that one side being blocked off. So, you know, that's huge, having this place rocking. But yeah, you know, getting to know these fans around town, this is Straubing. The players are incorporated in the city's identity, and you know there's really no hide from them. But I'll also say the fans are so respectful here. Of course, they want to come up and say hello and talk, and that's all good. But you know, they understand that you're out with your families. You're doing some personal time stuff, and you know I must say the fans here are so respectful to the players and their families, and
you know what, they're happy to have us a part of their community. They welcome us with open arms, and I've been here a long time. I obviously appreciate it, and that's been a big part of my family staying here. It's how they made us feel from day one, and I hope the new guys kind of appreciate it also, because you know that makes you more comfortable. That makes you want to come to the rink and be a part of this city, because yeah, this team is a city team. We're a small community, and you know you're going to skate around. You're going to recognize a lot of faces in the stands, and yeah, it's part of playing in a small market, and it's fun though. I've enjoyed it. I'm excited for one more year of it. Okay. Wenn du das Team von, du hast schon gesagt, es sind 10 neue Spieler dieses Jahr dabei, wenn du das Team von heuer mit dem Team vom letzten Jahr vergleichst, was sind so die größten Unterschiede und wieso meinst du, ja, dass es heuer in der Hauptrunde wieder so gut laufen kann? Yeah, I mean, preseason was different last year. Obviously, we had a lot of returning guys, but then that Champions League kind of brings a different level to preseason. This year, without that, you know, you could tell that there's not that urgency to get your game dialed in as fast as you can, so we were able to take it a little bit slower. Obviously, we lost a lot of goal scoring from last year's team. I think it's going to be tough to replace, but I also think we're building a team that's going to play better defensively. Obviously, with the goaltending we have and the additions we made on defense, we're bigger. You know, we're going to protect the front of the net a little bit more. So I don't think we necessarily need to replace all that goal scoring. We do need to find goal scoring. We didn't score enough in preseason. But, you know, 1 or 2 power play goals, again, special teams. 1 power play goal, you win a game 3-2. Well, what were the games like against Wolfsburg last year in the playoffs? They were tight games. You know, finding ways to win those tight games during 52 games is going to build us into the team that we want to be in playoffs. We're a team that wants to win a playoff round. Help one day, all that stuff, that's great. And we need to take care of that business first. But personally, I'm sick of losing the playoffs. I've been here long enough. It's time to make that next step. I've talked about it before. Obviously, I'm not looking ahead, but I think we're building a team that's going to win those tight games. Playoffs is tight, end of the season is tight. You know, if we can focus on that and learn how to do that early in the season and for 52 games, I think we'll be just fine. Perfekt, danke. Okay, you're done. Thank you. Okay, Tom, ja, ich habe letzte Woche mit Sandro gesprochen und der meinte auch natürlich mit Blick auf die letzten Testspiele, dass man die Baustellen, die ja zum Teil offensichtlich waren, Chancenverwertung, Powerplay und so weiter, jetzt bei der Generalprobe in Linz nicht so hundertprozentig schon gelöst hatte. Siehst du es ähnlich oder wie zufrieden warst du mit eurem letzten Testspiel und worauf lag der Fokus in der Trainingswoche? Wenn wir spezifisch über Linz sprechen, ich denke, das war eine hervorragende Penalty-Killing-Practice. Und dann das hat eine Wirkung auf die Special Teams und Powerplay, wenn insbesondere wir verwenden viele Powerplay-Spieler auch in Penalty-Kill. You know, so ich glaube in der ersten 6 Minuten, erste 5 Minuten, man spielt schon 3-mal Unterzahl. Und so von dem Sinn her, ja, good penalty killing practice. 5 gegen 5, ebenwertig, sogar wir waren die bessere Mannschaft. Stimme zu, Chancenverwertung, Powerplay. Ich denke, dass diese Build-up, man kann nicht ergänzen, insbesondere bei unserem 8. Vorbereitungsspiel, den 6. Vorbereitungsspiel auswärts. Man kann nicht ergänzen diesen Build-up, diesen Aufbauprozess. Spiele, die nicht zählen. Und wir reden nicht über Kinder in der Kabine, diese Profispieler. You know, viele kommen von Ligen, wo es gibt 3 Vorbereitungsspiele und dann die Liga beginnt und startet. Und das ist ein etwas konstanter Aufbauprozess. Erstes Spiel, alle motiviert. Zweites Spiel wollen wir das. Drittes Spiel schon das letzte, bevor es richtig beginnt. Und dann plötzlich ist die Saison da. So, wenn die Spiele zählen und die Fans sind da und das ist wie gesagt etwas, was man nicht ergänzen kann, beziehungsweise man kann das nicht hineinpumpen, so weit fern wir alle wollen das machen. So
wenn man spezifisch über diese Dinge sprechen möchte, ich denke, dass wir schießen nicht genug in der Vorbereitung. Und wenn wir schießen, wir haben geschossen, um niemanden zu verletzen. Okay. Nennen wir es, was es ist. Also sehr viel Bauchschüsse für den Tormann. Und meine Beobachtung, wenn ich diese ganze Training Camp schaue, ist, wir trainieren richtig, wir trainieren hart. Der Aufbauprozess ist im Training da. Und auf jeden Fall die Spiele, ein Kennenlernprozess, unser System, unsere Routes, unser Konzept. Und das haben wir nicht gut, ich würde sagen sehr gut ausgeführt. Und im Vergleich zu vergangenen Jahren, wir sind mit wesentlich größeren Fortschritten in diesem Bereich, auch mit 10 neuen Spielern, dass wir mit Struktur, unsere Spielweise, unser Konzept, das haben wir gut im Griff. Das ist für mich die Hauptsache, wenn ich beobachte, okay, wir sind in den richtigen Weg mit unserem Aufbauprozess. Und die Jungs waren schon ready nach dem Turnier in Bozen. Das war eine konstante Aufbau zu sagen, okay, jetzt geht's los. Und dann haben wir 3 weitere Spiele in Österreich gespielt. Und gab mir die Gelegenheit, mehrere Spieler einzusetzen in Situationen, wo sie vielleicht nicht würden oder etwas mehr Eiszeit. Auch mit der Verteidiger. Wir haben ein paar Verletzungen hier oder da und könnten den sparen und die andere hinein vielleicht nach vorne schieben in den Sturm rein, wo sie nicht normalerweise spielen würden, um zu sehen, wie die Entwicklung ist. Aber allgemein, man hat gesehen auf einmal, wie Mike erwähnt hat, am Dienstag war auf einmal eine andere Mannschaft da. Geistig sowie wie körperlich und von der Zielstrebigkeit, die Intensität. Und die Vorbereitungssaison ist Vorbereitung, es ist, was es ist, aber es ist eine Illusion. Es ist nicht die Wahrheit. Wir haben uns präsentiert in die ersten 4-5 Spiele hervorragend und dann waren wir ready und dann es war mehr oder weniger Formsache und okay, wann geht es endlich los? Wir sind ready, wir sind hungrig, wir freuen uns, wir sind excited. Alle wollen ein volles Stadion, wenn wir spielen auswärts. Ich glaube, wir haben vor 200 oder 300 Leute in Zalmsee gespielt. Und wir sind einfach ready. Und diese Spannung, diesen Aufbau, ist es ganz anders diese Woche. Und diese Profispieler, die haben auf dem höchsten Level gespielt und die wissen, was ihr Job ist. Und das ist für mich wichtig, dass wir wissen, was die Rollen sind. Und wir wissen, wie wir beim Forechecking, Backchecking, Defense, unser Penalty Killing ist genauso wie es sein soll an der Vorbereitung und an der ersten Spiel. Powerplay, wir haben versucht mehrere Möglichkeiten, Konstellationen und wir lassen die Scheibe laufen und wenn wir schießen sollen, wir schießen nicht, wir versuchen die schöne Tor. Die fancy, schön Wow-Effekt und dann statt eine Scheibe ins Tor, die Scheibe ist in die Ecke. Und das ist etwas, wo wir bemerkt haben, diese Woche im Training, dass es die Entschlossenheit und die Zielstrebigkeit ist da, und es ist der Killer Punch und die Scheibe kommt zum Tor. So, it's all da, wir sind ready. Gut, dann lass uns gleich mal über den Gegner auch kurz sprechen. Morgen geht gegen Bremerhaven. Mike hat schon gesagt, eine Mannschaft, die gar nicht so viele Veränderungen hat im Vergleich zu anderen Teams in der DEL. Man kennt den Gegner relativ gut. Worauf wird es ankommen morgen aus deiner Sicht? Ja, genau wie Mike gesagt hat. Also in erster Linie Stick Discipline. Wir müssen unsere Beine verwenden und nicht die Schläger verwenden. Und auf die Abwehrseite zu stehen, Checks fertig zu machen und die Laufbereitschaft. Das ist eine Mannschaft, sie verlassen sich auf den Rush, auf den Counters durch die neutrale Zone und dann Powerplay. So, diese 2 Faktoren sind sehr wichtig und ich denke, dass wenn wir wollen unseren Erfolg haben, wir wollen in die Angriffszone spielen, wir wollen den gegnerischen Verteidiger unter Druck setzen, den Tormann unter Druck setzen und dann gibt es weniger Möglichkeiten für diesen Counters durch die neutrale Zone. Es muss diszipliniert und Special Teams ist ein großer Faktor. Und
Wir haben ein sehr, sehr starkes Selbstvertrauen in unser Penalty Killing und ich denke, dass wenn wir Powerplay so verwenden und spielen, wie wir das mit der Entschlossenheit diese Woche gespielt haben, wir schießen mehr präzise, mehr genau und wir gehen hin, wo es weh tut. Ich glaube, dass alle hier kennen unsere Spielweise seit die 6, 7 Jahren und diese Traffic vor dem Tormann ist sehr wichtig. Und wenn wir stehen neben dem Tormann in der Vorbereitung, der Tormann sieht die Scheibe und es ist eine easy Pick. Aber diese Woche ist der Verkehr vor das Tor und ja, viel mehr fehlt für uns rein. Sind alle fit? Sind alle an Bord? Momentan ist JC Lippon fraglich. Sonst alle fit. Wenn er ausfallen würde, hätte sich die Frage nach dem überzähligen Ausländer erledigt. Genau. Muss man auch Aber wir werden sehen morgen, also es ist nicht ernsthaft, deswegen ist er fraglich und wir werden sehen morgen, wie das alles ist. Mhm. Weißt du schon, mit wem du im Tor starten wirst? Hunter Michigan. Das ist fix, okay. Gut, was wir auch noch nicht, glaube ich, gar nicht offiziell geklärt haben, wie wurden die Kapitäne gewählt, bestimmt, oder wurden sie schon, oder Kapitän und Assistent? So it's a rolling process. Ja. Na, natürlich Sandro ist unser Kapitän und Mike Connolly ist eine hervorragende Führungskraft und dann von dorthin, wir haben das in verschiedenen Arten und Weisen in der Vergangenheit gemacht mit 4 oder 5 insgesamt, einschließlich Sandro und Mike. Ja. Und wie gesagt, es ist ein rolling process und für mich, ich möchte nicht eine Kapitän und 2 Assistants, ich möchte 7 oder sogar 8 oder 10 Kapitäne haben. Wir sind alle Leaders und die Führungskraft in der Mannschaft ist wichtig und es ist schon auch gesagt worden von Mike, also wir haben super Charakter, die Chemie und alles in der Kabine, in der Mannschaft stimmt und deswegen wir haben eine sehr gute Vorbereitung, vielleicht von den Ergebnissen her in den letzten 3, 4 Spielen nicht unser Wunsch, was wir wollen, aber das wäre zu einfach und ich denke, wenn wir diesen Spieler gewinnen hätten, wären wir in einer schlimmer Position jetzt haben mit einem falschen Selbstvertrauen. Und wir alle wissen, was die Aufgabe bevor uns steht. Und wir sind sehr entschlossen, wir sind sehr breit und sehr aware von den Details, worauf wir aufpassen müssen. So, wir haben schon die 1 oder 2 Pre-Scouts an Bremerhaven gemacht und jetzt, man sieht, okay, it's a season, wir haben eine lange Saison und eine lange Vorbereitung hinter uns und diese Profi-Charakter, was diese Leute haben und was unsere Jungs und unsere Männer bringen, die wissen ganz genau, wann der Switch ist und wir haben das gesehen in dieser Woche und auch in die Wochen davor habe ich die gesehen. Wir haben besser trainiert, als wir gespielt haben. So ich wusste, wir waren auf dem richtigen Weg und es war, in welcher Preis sollen wir uns investieren in Villach oder in Salem See, um einen unbedingt Sieg zu erobern? In welcher Preis? Und das kommt die Frage. Wir kennen unsere Routes, wir kennen unsere Struktur und wir haben das automatisiert, wenn es schnell ist und wir alle wissen, was wir haben und wir sind sehr excited, sehr hungrig. Wir haben ein Team mit vielen neuen Spielern und wir dürfen unsere eigene Geschichte diese Saison schreiben. Und der Lernprozess ist immer in Arbeit und in Progress, aber wir haben immer am Ende der Saison ein Team zusammengeformt, gebaut und erlebt, die Möglichkeiten haben, sehr weit zu gehen. Und das ist unser Ziel, nochmal diese Saison. Du hast jetzt schon angesprochen mit 10 neuen Spielern. Es hat jetzt in den letzten Jahren schon auch teilweise gedauert, bis das System der Tigers so ein bisschen verinnerlicht worden ist von den neuen Spielern. Deshalb auch die letzten 2 Jahre vielleicht ein nicht ganz idealer Saisonstart. Wie denkst du, ist das heuer? Es sind ja wieder viele neue Spieler. Ist das System schon, hat das schon jeder in sich? Well, ich denke, dass diesen Faktoren ist nicht unbedingt das System kennenzulernen. Ich denke, das ist die Liga zu kennenlernen. Man muss clever sein und wissen, okay, mit diesem Gegner kann ich das nicht machen und mit diesem Gegner müssen wir das machen. Also intern unser eigenes System und Struktur, die Jungs haben das und wie jede andere Mannschaft. Es gibt Trainers,
überall in der Liga, genauso wie ich. Und morgen ist Startpunkt und morgen werden wir sehen. Es gibt Ups und Downs, aber ich denke, das ist eine Situation, wo man die Liga kennenlernt. Zum Beispiel auswärts in Iserlohn muss man etwas anders spielen oder auswärts in Augsburg. Das ist ein Kennenlernprozess, wo die neuen Spieler das lernen müssen oder mit der Puckentscheidungen. Ist jetzt der Zeitpunkt, etwas kompliziert zu machen oder keepen wir es simple? Und ich denke, dass der Lernprozess in all die Jahren ist, je simpler, desto besser. Simple is mehr, less is more. Und das hat nicht mit unserer Struktur zu tun oder unser System. Das hat mit einfach die Cleverness und diesen Understanding, wie es in unserer Liga wird gespielt. Es ist viel Scoring Power verloren gegangen, haben wir vorhin mit Mike schon drüber gesprochen. Wie denkst du, ist es am besten so aufzufangen? Well, wie gesagt, ich fühle mich hier wie eine Wiederholung-CD von Mike, was er gerade gesagt hat. Aber das Team ist etwas anders gebaut, aber ich denke, wir haben Speed, unser Vorchecking ist gut, aber natürlich, wir haben uns wesentlich verstärkt in der Backend, guten Tormänner. Auf jeden Fall, ich denke, das wird durch Committee und nicht durch vielleicht 3 oder sogar 4 Leute. Aber ich denke, dass wir haben quer durch die Reihe in der Tiefe, wir haben Verteidiger, die können viel mehr vielleicht hineinchippen, offensivmäßig. Und ich denke, dass es wird schwieriger für die Gegner, vor unser Tor zu kommen. Und ich denke, dass wenn wir realisieren und wissen, dass okay, Defense first und dann kommt Offense. Und ich denke, in den vergangenen Jahren war das eher Offense first und dann mal sehen, was am Defense läuft. Und ich denke, das ist eine Umstellung in unserer Philosophie, in unser Konzept. Good Defense, das bringt besser Offense. Und wir haben immer gestartet mit einer Feuer und Flamme mit Offense und dann haben wir diesen Counters erlaubt. Und das ist auch etwas quer durch die Reihe im Training, sowohl als auch in alle die Vorbereitungsspiele. Wir sind wesentlich besser in diesem Counter durch den neutralen Zonenbereich. Wir sind wesentlich besser, diesen 2 gegen 1 zu erlauben. Wir waren in diesen Details, insbesondere in den ersten 5 Spielen, das war so gut wie gar nichts da. Und dann mit unseren Puckentscheidungen, dann haben wir etwas riskanter gespielt und das hat verursacht diese Situation, sprich spezifisch in Villach. Aber unsere Struktur und unser Defensivkonzept und wie wir spielen, ich denke, das war alles eigentlich auf die richtige Art und Weise. In all diesen Spielen kann ich sagen, ja, wir haben gut gespielt, aber diesen 4 oder 5 Situationen, was machen wir mit der Scheibe? Wir haben versucht zu viel. Und deswegen ist es immer, less is more. Und das ist ein Kennenlernprozess. Simple is effective, simple is besser.